Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Linux-Tutorial zu Verschlüsseln mit GNU-PG. Ja, letztes Mal hatten wir uns zwei Schlüssel erstellt, einen Secret und einen Public Key logischerweise. Dieses Mal werden wir diese Schlüssel auch endlich mal benutzen, beziehungsweise wir werden uns erstmal angucken, wie dieses grafische Teil, von dem ich euch letztes Mal erzählt habe, aussieht. Dazu geben wir ein sudo gpa und öffnen dann dieses wunderschöne Fenster hier. Wunderbar. So, hier sehen wir jetzt den Schlüssel, den wir letztes Mal erstellt haben. Das ist das hier. Hier vorne sehen wir übrigens auch, also ich habe hier noch ganz viele weitere Schlüssel, aber wir sehen, dass wir nur bei diesem Schlüssel hier dieses goldene, wunderbare Teilchen da haben und die anderen haben nur so ein silbernes Ding. Das bedeutet, wenn ich hier vorne einen goldenen Schlüssel habe, dass ich den Secret Key kenne. Bei den anderen kenne ich nur den Public Key, hier kenne ich sowohl Secret als auch Public Key und kann somit alles machen. Also ich kann auch das Ding für mich benutzen sozusagen. So, jetzt steht hier unten noch ein bisschen mehr dazu. Wir haben einen öffentlichen und einen Geheimteil, das ist das, was ich euch gerade erklärt habe. Dann steht hier, wir können ihn zum Zertifizieren, zum Signieren und zum Verschlüsseln benutzen. Aber jetzt Achtung, wenn ihr diesen Schlüssel für mehr als eine Tätigkeit davon benutzt, dann ist das Ding unsicher. Das heißt, ihr dürft ihn entweder zum Zertifizieren oder zum Signieren oder zum Verschlüsseln benutzen, nicht für alles drei auf einmal oder für zwei davon. Dann die Benutzerkennung, das ist das, was wir letztes Mal angegeben haben. Schlüsselkennung ist nicht so wirklich wichtig. Den Fingerabdruck werdet ihr manchmal danach gefragt werden, zum Beispiel wenn ihr ein Zertifikat ausgestellt braucht, dann müsst ihr diesen Fingerabdruck angeben und der wird dann da drauf vermerkt auf dem Zertifikat. Das ist also auch öffentlich in Ordnung, wenn man das so hat. Dann haben wir hier kein Verfallsdatum, haben wir letztes Mal eingestellt. Vertrauen ist ultimativ und er ist vollgültig. Klar, wir haben ihn ja selber erstellt. Natürlich müssen wir unseren eigenen Schlüsseln vertrauen. Es ist ein RSA-Schlüssel, 4096 Bit. Ich habe letztes Mal gezeigt, wir können auch DSA und Elgamal benutzen, aber das muss jetzt in dem Fall nicht unbedingt sein. Jetzt haben wir hier einfach mal RSA benutzt und das ist auch völlig in Ordnung so. Okay, was wir jetzt machen müssen, ist diesen Schlüssel exportieren. Wir müssen ja, habe ich euch letztes Mal erklärt, wenn wir verschlüsseln wollen, dann schicken wir erstmal unseren öffentlichen Schlüssel an alle Personen, die uns eine Nachricht schicken wollen. Das heißt, wir werden jetzt das hier machen, hier verschlüsseln. Beziehungsweise wir schicken anderen Leuten, die uns dann verschlüsselte Nachrichten schicken. Dazu brauchen die unseren Public Key. Man verschlüsselt mit dem Public Key, man entschlüsselt mit dem Secret Key. Und den Secret Key, den kennen logischerweise nur wir. Das heißt, nur wir können dann diese Nachrichten entschlüsseln. Niemand anders, nicht mal der sie verschlüsselt hat, kann das Ding entschlüsseln nachher. Okay. Und dann kommt diese Nachricht eben zu uns und wir können das Ding entschlüsseln und tada, wir haben die Nachricht wieder. Super, wenn euch das alles sehr interessiert, wie gesagt, es gibt eine komplette Playlist nur zur Kryptographie, aber das machen wir jetzt hier nicht genauer. So, also was wir jetzt erstmal machen, ist, wir gehen auf Schlüssel und dann exportieren. Und wählen einen Ordner. Ich habe jetzt mal hier diesen Tutorial-Ordner hier gewählt. Da ist schon relativ viel drin, das meiste ist aber von Android Studio, weil das irgendwie jedes Mal einen neuen Ordner erstellt, also keine Sorge, es ist nicht so viel. Okay, was wir jetzt hier drin machen, ist, wir nehmen einfach irgendeinen Dateinamen für diesen Schlüssel. Ich nenne ihn jetzt einfach mal mein Key oder mein Public Key. Ist vielleicht ein ausdrucksvollerer Name, Public Key, dass wir eben nur den Public Key da drin speichern. So, jetzt gehen wir hier auf Speichern und sind fertig. Jetzt gehen wir in den Ordner rein. Und haben hier unten meinen Public Key. Ich mache das, doch, das dürftet ihr sehen. Okay, mein Public Key muss jetzt an alle Leute verschickt werden. Die Dateiendung ist hier übrigens scheißegal. Wenn wir das Ding aufmachen, dann öffnet sich das mit einem Editor und wir sehen hier Begin PGP Public Key Block. Wenn hier irgendwie Private oder sowas stehen würde, dann macht's lieber nochmal, dann habt ihr irgendwas falsch gemacht. Der Private Key darf niemand in die Finger kommen, außer euch. Also der ist wirklich ganz wichtig. Den Public Key, den dürft ihr jetzt an alle schicken. Das ist dieses wunderbare Ding. Den könnte ich jetzt meinen Freunden schicken. Kann ich auf meiner Website vermerken. Kann ich in meine E-Mail-Signatur reinhängen. All das, das ist sehr sinnvoll. Denn dann können die Leute euch verschlüsselte Nachrichten schicken. Das Ding jetzt also an alle verteilen. Genau. So, was wir jetzt machen, ist, wir exportieren noch den Secret Key. Und dann war es das auch schon wieder für dieses Tutorial. Secret Key exportieren geht ziemlich gleich. Das auch auf Schlüssel, allerdings jetzt hier nicht auf Schlüssel exportieren, sondern auf Sicherheitskopie anlegen. So, wir gehen mal wieder hier in den Tutorials-Ordner rein und speichern das Ganze einfach nur als Secret Key. Wir brauchen den Abdruck davon nicht haben. .asc ist die Dateiendung, die es mir vorschreibt. Die behalte ich jetzt einfach mal gerade bei. Fenster schließen und im Hintergrund haben wir das Ding hier. So,
Ihr seht, das ist ein Schlüsselloch. Das hier ist bloß so ein komisches, ich weiß nicht genau, so eine Zahlenkombination. Das ist tatsächlich ein Schlüsselloch. Warum auch immer ein Schlüsselloch? Eigentlich sollte es ja ein Schlüssel sein. Naja, egal. Genau. Das natürlich nicht. Wir können das Ding mit so ziemlich nichts öffnen, weil es eben diese komische Dateiendung hat. Wir können es mal mit einem Editor probieren, aber das wird euch nicht viel bringen. Der Secret Key ist halt, ja, der Secret Key. Okay, wenn wir diesen Secret Key irgendwann mal mitnehmen wollen, dann müssen wir den auch wieder importieren können. Das heißt, wir gehen hier auf Schlüssel und dann importieren. Dann bekommen wir das hier und da können wir dann unseren Secret Key auswählen. Ja, aber in unserem Fall, man sollte diesen Secret Key, wie gesagt, nur sehr, sehr sicher aufbewahren. Der darf wirklich niemandem in die Hände fallen, sonst haben wir echt ein riesiges Problem. Also wenn jemand diesen Secret Key bekommt, dann kann er alle eure Nachrichten lesen, die jemals verschlüsselt wurden, und das wäre definitiv katastrophal. Wohingegen der Public Key, den müsst ihr an alle schicken, damit ihr überhaupt verschlüsselte Nachrichten empfangen könnt. Okay, so. Jetzt, nächster Schritt ist, wir verschlüsseln jetzt irgendwas mit einem Public Key hier. Beziehungsweise nein, nicht wir verschlüsseln, jemand anders verschlüsselt für uns mit dem Public Key. So, dazu werde ich jetzt mal hier das Tutorial beenden, ein neues Schlüsselpaar erstellen und mit diesem Schlüsselpaar werden wir dann weiterarbeiten. Okay, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.